Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Update. Ihr seht, ich bin schon wieder bei Case King, denn wir haben vor 1-2 Wochen schon mal ein System hier angeschaut und das System ist jetzt fertig und ich finde, es ist mega schön geworden, deswegen wollte ich das euch einfach mal kurz zeigen. Und aus welchen Gründen auch immer hat sich in diesem Moment das Mikrofon dazu entschlossen, den Geist aufzugeben. Das heißt, ich vertone das Ganze nach, aber ist kein Problem. Wir haben hier ein der Bauer Burstfire System, das ist in diesem InWin 925. Das ist quasi das etwas kleinere Gehäuse wie das, was wir bei Projekt Unvernunft hatten. Und ich finde, das System insgesamt ist sehr gelungen mit diesen Acrylplatten, die wir jetzt hier unten sehen können, oder auch am Grafikkartenkühler. Es gibt dem Ganzen einen sehr cleanen Look. Also es ist ein ganz normale Grafikkarten-Wasserkühler. Ich glaube, hier war es ein EK oder Watercool. Ich glaube, es war ein EK-Block. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher auswendig, aber auf jeden Fall haben wir dann diese matten Acrylplatten da drüber geklebt und Basis ist eben ein X570-System mit einem 559X 16-Kerner. Dazu dann diese T-Force Team Group RGB-Sticks, die hatten wir letztens auch schon in einem von meinen Videos. Im letzten Video habe ich auch gesagt, dass die mit 4400 MHz laufen, also es sind 4400 MHz Sticks. Wir haben jetzt aber auf maximal 4000 MHz konfiguriert, weil es einfach bessere Performance ist bei AMD Ryzen. Da macht es keinen Sinn, dann in den Unsynced Mode zu gehen. Auch hier haben wir unten wieder eine schöne Distro-Plate. Alles allerdings ohne RGB, beziehungsweise so wenig RGB wie möglich, wobei ich sagen würde, in der Distro-Plate hier unten hätte man schon noch RGB einbauen können, aber es ist eben alles auf Kundenwunsch gefertigt und da ist Kunde natürlich König und wenn der da kein RGB haben möchte, dann ist das auch vollkommen okay. Ansonsten finde ich sehr schön gemacht, mit dem Aquaero da eingepasst und auch diesen ganzen Chrome-Tubes. Und auch an dieses System werdet ihr euch aus einem der letzten Wiki-Updates erinnern. Tragischerweise funktioniert das System nicht mehr. Also hier war ein Silverstone-Netzteil verbaut, 750 Watt war das, glaube ich. Oder 850 Watt, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, ihr seht, das Netzteil ist weg, denn es gab eine Rückrufaktion bei diesem Netzteil, was natürlich ein bisschen schade ist, weil die ganzen Kabel, die ihr hier seht, also die wurden ja alle händisch gesleeved und eben auf dieses Netzteil angepasst. Und wenn das jetzt eben fehlt, dann ist es schade, weil dann war das ganze Gesleeve alles für den Hintern. Naja, sowas passiert eben manchmal auch. Und dann habe ich nochmal Post bekommen und zwar habt ihr hier ein Maximus 13 Apex für euch auf einem Lian-Li-Gehäuse. Ich habe das Ganze mal abgedeckt, weil ich mir gar nicht sicher bin, wie die NDA-Lage gerade ist. Das ist alles ein bisschen unübersichtlich. Bei Intel Z590, ich weiß nicht, was genau ich vom Board zeigen darf, was nicht. Es ist auch eine CPU drauf und da weiß ich auch nicht, ob ich die CPU zeigen darf, deswegen lieber schöne Aorus-Abdeckung oben drüber. Unten drunter haben wir einen neuen Prototyp von Lian Li. Ihr seht, es ist ein O11 Mini und ihr seht schon, sieht verdächtig luftig aus mit diesen ganzen Bohrungen oben drin. Was ich einfach ultra lustig fand, Asus hat das Ganze in einer P4PE Verpackung geschickt, also eine Mainboard mit 845 PE Chipsatz. Ich glaube, das ist von, weiß ich nicht, 2003, 2004, 2005 maximal, DDR1 333. Wo zum Teufel lag das so lange rum? Kommen wir jetzt kurz zum Sponsor des heutigen Videos und zwar ist das Corsair mit der Hydro X Series. Wir haben das vor kurzem in einem Video bei mir schon behandelt. Hier zum Beispiel haben wir den XG7 Full Cover Wasserkühlungsblock für Grafikkarten. Den gibt es für verschiedene Modelle, sei das jetzt eine Founders Edition, 3080, 3090, MSI-Karten, Asus-Karten. Da gibt es viele. Die unterstützten Modelle findet ihr natürlich auf der Corsair Website. Dann haben wir den XC7 RGB Wasserkühlungsblock für CPU-Kühler. Alle gängigen Intel- und AMD-Sockel werden dabei unterstützt. Oder zum Beispiel, wir haben hochwertige Radiatoren, die werden von Hardware Labs gefertigt, also sehr gute Qualität, die ist von Hardware Labs so bekannt. Corsair hat mit dem Hydro X Lineup einfach ein komplettes System im Angebot, sei das jetzt eben die Kühler, die ihr gesehen habt, Anschlüsse, Flüssigkeiten, schaut euch das sehr gerne an über den Link in der Beschreibung. So, ist jetzt gerade Sonntagmorgens um 9 Uhr, wurde gerade aus dem Schlaf geklingelt, weil ich jetzt meinen GTR noch abgebe. Ich habe nämlich gesehen, dass mein GTR gar keinen TÜV mehr hat und der GTR muss jetzt nochmal zu Brömmler. Da wird nochmal einiges umgebaut und weil er seit November keinen TÜV mehr hat, kann ich den logischerweise jetzt auch nicht dahin fahren und deswegen wird er abgeholt, weil der ist jetzt ein bisschen früher da als geplant, deswegen erstmal aufgestanden. So, die Frage ist natürlich immer, wie und ob der nach so einer Zeit anspringt. Also er springt eigentlich immer an, aber der quält sich immer so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht ganz genau, was er gerade hat, was er macht, aber er springt auf jeden Fall nicht an. Das ist auf jeden Fall nicht so cool. Scheibenwischer ist gelaufen und irgendwie hat das Licht geblinkt. Ich weiß nicht, ob die Batterie leer ist oder was zum Teufel.
Ja. Irgendwie tot. Shit. Eigentlich war genau das der Grund, warum ich den GT auch immer im Winter ein bisschen gefahren bin. Ich bin den zuletzt Anfang Januar gefahren, also vor 5 Wochen. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass es funktioniert. Ich hoffe, es ist nur die Batterie leer. Ich habe jetzt auf jeden Fall gerade den von Brömmler angerufen, der mich hier abholen soll, also der den GTR abholen soll. Der steht ein bisschen weiter weg von hier, weil hier im Parkhaus aufladen auf dem Trailer wird ein bisschen schwierig. Deswegen hatten wir das auf einem Parkplatz ausgemacht. Und der kommt jetzt mal hierher und versucht mir mal Starthilfe zu geben und dann funktioniert das hoffentlich. Ansonsten ADAC Plus Mitglied bin ich auch, deswegen schauen wir mal weiter. Das ist schon besser so. Kollegen von Brömmler, gerade ins Starterpack hingepackt und jetzt läuft das wieder. Ein Träumchen. Das ist auf jeden Fall ein geiler Anhänger. Bin mal gespannt. Also Riesenteil geschlossen, das ist natürlich cool. Gleich mal die Mühle da reinbringen. Ja, da kommt man natürlich auch hoch, wenn vorne die Lippe dran ist oder das Auto ein bisschen tiefer ist. Das ist natürlich ein sehr, sehr geiles Teil. Damit ist der GTR jetzt wieder auf dem Weg zu Brömmler. Ich denke mal, keine Ahnung, 2-3 Monate werde ich den sicherlich nicht sehen. Also da wird einiges gemacht. Da gibt es dann natürlich selbstverständlich ein Video zu, beziehungsweise das covern wir in einem Weekly Vlog, wenn es dann soweit ist. Es ist ja gerade Sonntag und ich lese gerade die Kommentare zum letzten Video mit dem RS5. Und im letzten Video habe ich auch gesagt, dass ich so ein bisschen mehr Transparenz reinbringen möchte in die Tatsache, wann ist ein Video durch was finanziert, welcher Inhalt ist bezahlt, was ist gesponsert, wie auch immer. Und dann kommt ganz oft die Frage, wie ist das mit diesem Werbevideo-Einblendungsding? Und es ist so, es ist einfach egal, also wenn ich 5 Sekunden Werbung in einem Video mache, was 10 Minuten lang ist, dann muss ich dauerhaft Werbevideo einblenden. Das ist in Deutschland aktuell so Vorschrift und daran halte ich mich einfach. Das heißt, wenn ihr irgendwas seht, und im Normalfall ist es in dem Video eben die Pre-Roll-Werbung, die ist ja immer bezahlt. Und also ich sag mal, 90% der Videos sind ja so strukturiert, dass diese Pre-Roll-Werbung, die ja eingebunden ist, die ist ja bezahlt und der Rest nicht. Und in diesem Fall muss ich trotzdem das ganze Video als Werbevideo deklarieren. Also es kommt einfach ganz oft auf die Frage, warum das so ist. So ist es, deshalb ist es der Fall. Wenn ihr das in den Kommentaren seht, könnt ihr das in Zukunft dann den Leuten vielleicht auch beantworten. Ja, das habt ihr schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Ich hoffentlich demnächst auch nicht mehr. Ja, also wir haben jetzt hier ein paar Tage verbracht, hier einigermaßen ein bisschen auszumisten. Ein paar Sachen müssen wir noch in die Kisten packen. Meine ganze Deko ist noch hier. Muss ich alles noch mitnehmen. Das meiste wird den Weg nicht finden in meine neue Wohnung, in mein neues Studio. Also klar, ich werde es irgendwo mitnehmen und einlagern, aber ja, mein Hintergrund kennt ihr ja, der ist komplett neu gestaltet. Ja, ich habe lustigerweise vor ein paar Tagen, oder ich weiß gar nicht, ob das vor 1-2 Wochen war, gab es diverse Diskussionen auf einem anderen Kanal, würde ich es mal so bezeichnen, wie YouTuber ihren Hintergrund gestalten und dass ja so ganz viel im Hintergrund bezahlt wird, keine Ahnung, man hat hier die Boxen, die man im Hintergrund platziert, das sei das jetzt von Nvidia, die kennt ja jeder, oder hier so eine Corsair-Box oder keine Ahnung, Asus-Boxen und dass da ja anscheinend viel Geld fließt. Ich meine, wenn man mal sein Hirn anschaltet, dann fällt einem vielleicht auf, dass mein neuer Hintergrund eigentlich gar nichts hat. Natürlich gestalte ich meinen Hintergrund so um, dass nichts im Hintergrund zu sehen ist, weil ich dann mein ganzes Sponsoring-Geld verliere. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also vielleicht mal vorher ein bisschen nachdenken, bevor man manchmal so einen Müll verzapft. Ansonsten weiß ich noch nicht genau, wo ich die Sachen hinpacke. Vielleicht einfach neben meinem PC so ein bisschen als Deko. Also hier habe ich ja noch die ganzen Ares-Karten, die ich mal gesammelt habe, die ich immer noch sehr, sehr geil finde. Also das muss auf jeden Fall alles noch mit. Ansonsten bin ich mega happy, wenn wir hier durch sind. Umziehen ist einfach ätzend. Aber sind fast durch. Hoffe heute Abend. Ja, so ein paar Sachen stapeln sich hier noch, aber
es ist gar nicht mehr so viel. Jetzt denkt man sich so, okay, krass, das sind meine ganzen Mainboards. Nein, ich kann euch beruhigen, wir haben schon 48 Mainboards abtransportiert. Also ein bisschen was steht noch da, aber ich habe so unfassbar viel. Manchmal denke ich mir selber, wo und wann habe ich das alles gesammelt? Vor allem habe ich mich gefragt, wieso habe ich 2 von diesen Apex-Boards? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, dann habe ich auch noch 2 260er Lightning-Grafikkarten. Also da habt ihr auch so ein bisschen Ausblick, was noch mal irgendwann in Hardware-Legenden-Videos landen wird. Hier zum Beispiel diese wunderschöne Gigabyte GTX 680 Super Overclock. Das ist eine richtig geile Karte. Ja, und da unten, da ist noch ein Skull Trail System, also dieses D5400XS. Ja, aber ich bin froh, wenn das alles jetzt dann ein Ende hat hier. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch für den Weeklog von dieser Woche. Eine kleine Sache habe ich noch, und zwar das hier. Das ist ein neues Flüssigmetall, was von der Thermal Grizzly kommen wird, wahrscheinlich so hin zum Ende des Jahres, würde ich mal schätzen. Und wir suchen ein paar Leute, die Bock haben, das Ganze schon mal vorab zu testen. Dafür findet ihr eine E-Mail-Adresse unten in der Beschreibung. Da könntet ihr mir ganz kurz schreiben, was ihr damit testen würdet, also auf welche Hardware das Ganze zum Einsatz kommen würde. Wichtig ist, dass das Ganze 6 Monate aufgetragen bleibt und ihr uns danach sagt, wie waren eure Temperaturen. Und nach 6 Monaten müsstet ihr das einmal aufmachen und schauen, wie sich das Ganze verhalten hat. Jo, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.